Jede Prüfung ist für Schülerin Carolina eine emotionale Herausforderung. Da merke ich, wie so der Puls hochgeht und wie so meine Hände so ein bisschen schwitzig werden und ich dann anfange zu zittern. Und dann stresse ich mich gleich direkt mit Gedanken von wegen, oh, das wird sowieso nix. Und meine ganze Einstellung dann gegenüber der Prüfung ist dann schon direkt im Eimer quasi direkt am Anfang. Die 18-Jährige leidet unter ihrer Prüfungsangst, die jede Klausur zur Qual macht. Man fühlt sich schon ziemlich verrückt in dem Moment. Man denkt sich so, es kann doch nicht wahr sein, dass ich vor diesem Stück Papier gerade so viel Angst habe. Ich schaffe das nicht. Ich falle durch. Was denken dann die anderen, wenn ich eine schlechte Note bekomme? Diese Ängste blockieren Carolina. Dadurch, dass es halt so viel Energie verbraucht, dann ist es im Alltag, dann bin ich wie so ein Schluck Wasser in der Ecke. Also ich bin total ausgenockt, ich bin müde, ich will nach Hause. Carolina verliert bei Prüfungen durch ihre Ängste wertvolle Zeit. Manchmal kostet sie das wichtige Notenpunkte. Ein Teufelskreis. Eine schlechte Note füttert ihre Angst zu versagen. Angefangen hat alles, als Mitschüler sich bei Fehlern über sie lustig machen. Da hat man im Unterricht, wenn man versucht hat, sich zu beteiligen, viel Wind bekommen von wegen Kommentare hinten, die dich so ein bisschen quasi blöd dastehen lassen haben, sobald man irgendwas Falsches gesagt hat. Das ist, glaube ich, so ein kleines Trauma oder so, einfach so ein restlicher Druck, der einfach noch da geblieben ist, dass ich dumm aussehe, wenn ich halt diese Prüfung nicht schaffe. Prüfungsangst, ein Tabuthema in Schulen, sagt Miriam Hoff. Sie behandelt Jugendliche wie Carolina und hilft ihnen, mit ihrer Angst fertig zu werden. Prüfungsängste gehören zu den sozialen Ängsten, weil es die Ängste vor Bewertung durch andere sind. Sie äußern sich teilweise kognitiv, mental, durch Leistungsängste, durch Versagensängste, durch Grübelattacken. Auf der anderen Seite aber auch können sie sich physisch äußern, durch Zittern, durch Herzrasen, durch Schweißausbrüche bis hin zu panikartigen Attacken. Betroffene sollten offen mit Eltern, Freunden und Lehrern über ihre Ängste sprechen. Denn das Verschweigen führe häufig zu Depressionen und zu noch mehr Selbstzweifeln. Da Menschen mit Prüfungsangst gefangen sind in negativen Gedanken, hilft der gedankliche Fokus auf Erfolg. Man sollte sich auf keinen Fall in Worst-Case-Szenarien reinsteigern. Viele machen den Fehler, dass sie sich ausmalen, wie alles negativ passieren könnte. Negative Reaktionen, wie ich mich selbst versagend sehe. Sondern man sollte wirklich dann einen Film ablaufen lassen, der positiv ist. Also wie können denn Prüfer reagieren? Wie erlebe ich mich denn, wenn ich die richtigen Aha-Erlebnisse habe, wenn ich die richtigen Antworten gebe, wenn ich voller Stolz aus so einer Prüfung rausgehe? Also so einen Film sehen, wie alles optimal gelingt. Auch Carolina übt, sich und ihre Fähigkeiten positiv zu stärken. Sätze in der Ich-Form und in der Gegenwartsform. Sowas wie ich schaffe das, ich bin super vorbereitet, ich kann abrufen, wenn es drauf ankommt, dass ich die Sätze tatsächlich aufschreibe, sodass ich durch diese Affirmation, die ich täglich lese und die Bilder dazu, die ich täglich sehe, auch generell mein Unterbewusstsein so stärke, so manipuliere, dass ich positiv in die Prüfung reingehe. Auch Übungen wie die sogenannte Trutchen-Technik können bei akuter Prüfungsangst im Klassenzimmer beruhigen. Das wechselseitige Tapping auf Schultern oder den Knien sorgt für Ablenkung. Und? Tief durchatmen, einfach fokussieren und zum Beispiel, keine Ahnung, wenn wir 5 Aufgaben haben, dann markiere ich mir jetzt, mach mal erstmal 1 und 2, fokussiere dich auf die. Also ich versuche mir das quasi in so Abschnitten aufzuteilen. Mit dieser Strategie hat Carolina gelernt, die Kontrolle über ihre Angst zu gewinnen. Und sie fängt vor einer Prüfung rechtzeitig an zu lernen. Das habe ich mir früher auch immer vorgenommen, hat aber nicht immer geklappt. Kinder-Jugend-Psychotherapeutin Miriam Hoff ist jetzt bei mir im Studio. Hallo, schönen guten Abend. Wie schaffen wir das denn vielleicht besser? Beziehungsweise wie viel Zeit brauche ich denn überhaupt zum Lernen? Woher weiß ich das denn? Wie viel ich mir einplanen Es ist natürlich immer individuell, aber man sollte sich von vornherein den Berg nicht zu hoch stellen. Also möglichst wirklich so kleine Lerneinheiten schaffen von 20, 25 Minuten, dann einen Wecker stellen, 5 Minuten Pause machen und dann weitergeht. Und man sollte halt wirklich auch gucken, vielleicht mit dem anzufangen, was man am sympathischsten findet, also wo die Herausforderung nicht so hoch ist.
Dann kommt man richtig gut rein. Es ist ja auch jeder unterschiedlich. Der eine lernt vielleicht eher morgens, der andere eher abends. Wie ist es denn mit den Eltern? Die spielen ja auch eine extreme Rolle bei den Kindern. Wie können die vielleicht in Sachen Prüfungsangst auch helfen und unterstützen? Als Eltern muss ich erst mal fragen, wovor hat genau mein Kind denn Angst? Sind es die Lehrer? Sind es die Fächer? Gibt es vielleicht Wissenslücken? Und dann einfach dem Kind auch so positive Affirmationen sagen. Zu sagen, Mensch, du kannst vielleicht Mathe nicht besonders gut, aber dafür bist du super im Malen. Du bist kreativ, hast viele Freunde. Also auch den Selbstwert auf diese Art und Weise stärken. Und als Eltern auch immer wieder sagen, ich bin auch nicht perfekt. Mein Leben hatte auch mal Rückschläge. Ich habe mal mit Niederlagen zu kämpfen gehabt, aber es geht irgendwie weiter. Was gibt es denn überhaupt an Druck für die Kinder, was die Eltern vielleicht auch gar nicht irgendwie so richtig auf dem Schirm haben und gar nicht merken, dass sie dadurch die Kinder unter Druck setzen? Ja, die Kinder haben natürlich auch sehr starken Vergleichsdruck heutzutage. Durch Social Media ist dieses höher, schneller, weiter extrem präsent. Und außerdem lebe ich den Kindern manchmal auch nonverbal etwas vor, was man so vielleicht gar nicht mitbekommt. Also extrem hohe Fixierung auf Leistungen, auf Erfolg, dass ich mir viele Termine reinpacke, dass ich mit mir selber vielleicht hadere, dass man darauf wirklich auch achtet, was sind denn die nonverbalen Signale, die ich meinem Kind gebe und da den Wind ein bisschen rausnehmen, indem ich einfach sage, ich bin auch nicht perfekt und du musst es auch nicht sein. Was kann man denn für die Vorbereitung schon irgendwie machen, was den Stress auch ein bisschen mindert draußen? Sie haben uns was mitgebracht. Genau, also hier habe ich meine schöne Zettelbox. Es ist ja oftmals so, dass man sich fragt, Mensch, das habe ich den ganzen Tag gelernt und wo ist es eigentlich hin? Und dann ist so eine Unsicherheit auch in der Prüfung, dass man einfach das natürlich nicht visualisieren kann. Und da helfen diese Zettel, dass man so eine Lerneinheit hat und nach jeder Lerneinheit packt man einen Zettel in so ein Glas. Und muss dann, gar nichts draufstehen? Nee, da steht nichts drauf. Okay. Einfach nur so ein Symbol dafür, dass ich was gelernt habe. Und dann wächst dieses Glas sozusagen an. Und ich weiß dann auch in der Prüfung, stimmt, ich habe ja so viel Zettel gesammelt, also so schlecht kann es gar nicht gelaufen sein. Das ist in meinem Kopf und hier sehe ich es visualisiert. Und gleichzeitig ist es eine Motivation jeden Tag für mich, dass dieser Berg noch mehr anwächst. Okay. Und mit dem Öl, was hat es damit auf sich? Genau, das Öl ist also Raumduft oder wenn ich in einem guten Lernflow bin. Es ist eigentlich sehr schön, wenn ich mir einen Duft daneben stelle, der mich da so in einen guten Mut bringt. Und also ein Duft, den ich sowieso schon gerne habe, ob das jetzt ein Pfefferminzöl ist oder ein Raumduft oder eben diese Kerze. Und wenn ich dann in der Prüfung sitze, kann ich mir den Duft auf meinen Körper sprühen und habe automatisch wieder dieses gute Gefühl über den Duft. Also ich prime mich sozusagen selber positiv. Weil es im Kopf verankert ist. Kurz noch zum Thema Blackout. Viele haben Angst, einfach so komplett alles zu vergessen. Was hilft da? Das ist meine Trutchentechnik. Ja. Das geht wirklich so, dass man sich sagt, Trutchen wird Gutes leisten. Warum? Weil ich mir einen solchen Satz besser merken kann als 4 einzelne Techniken. Das sind körperbasierte Entspannungstechniken. Das Trutchen steht für Tapping. Wir haben es gerade schon gesehen. Das heißt, dieses Rechts-Links-Tappen beruhigt unmittelbar. Das nächste wäre das wäre das Wackeln. Ich wackel mit den Zehen. Warum? Weil ich die Aufmerksamkeit vom Kopf in die Füße leite. Das heißt, die Durchblutung geht nach unten und die Blockade im Kopf kann sich lösen. Und dann haben wir das Gutes, das steht für gähnen. Wenn ich gähne, dann kann ich nicht aufgeregt sein. Ich induziere sozusagen eine Entspannung in meinem Körper. Und das Letzte ist leisten für Lachen. Wenn ich lache, auch wenn es künstlich ist, signalisiere ich meinem Körper, alles ist okay, du kannst relaxed sein. Perfekt. Ich würde sagen, das probieren wir mal aus in der nächsten Prüfung oder am besten vor der Prüfung Genau. schon. Und sage vielen Dank für Ihren Besuch heute Abend. Sehr gerne.